Geht es überhaupt in Flive? Das ist doch komplett Pay to Win. Es ist Pay to Win, aber nicht so schlimm, wie die Leute behaupten. Also es gibt einige Leute, die halt einfach keine Ahnung haben und einfach irgendwas behaupten. Das sind meistens dreckige Hater. Aber es gibt Wege in diesem Spiel, auch Free-to-Play sehr erfolgreich zu sein. Und was man auch nie erwähnt beim Pay-to-Win ist, es bringt dir überhaupt nichts, hier rein zu cashen, wenn du nicht trotzdem sehr viel spielst. Die Leute sagen immer, Flive kostet sehr viel Zeit, und das ist auch richtig. Aber die Leute tun so, als wäre es so, dass wenn du reincashst, dass es dann nicht mehr viel Zeit kosten würde, und das ist halt einfach falsch. Rein zu cashen erspart dir nicht die Zeit, die dieses Spiel kostet. Bei reincashen und dann so gut wie nicht spielen, sorgt nur dafür, dass das Reincashen, der Vorteil des Reincashens, einfach wieder verpufft. Also wenn ich zum Beispiel einen Free-to-Play-Spieler habe, der, sagen wir, 3 Stunden am Tag spielt, was eher viel ist, durchschnittlich gesehen. Also es ist wahrscheinlich schon etwas über dem Durchschnitt, 3 Stunden am Tag, wenn es wirklich jeden Tag ist. Dann ist das relativ viel. Aber jemand, der reincasht und nur 1 Stunde am Tag spielt, also angenommen, jemand casht im Monat 100 Euro rein und spielt aber nur 1 Stunde am Tag, dann wird er nicht wirklich vor dem Free-to-Play-Spieler sein, beziehungsweise wird er langfristig sogar weit hinter dem Free-to-Play-Spieler sein, weil er einfach zu wenig spielt. Das ist einfach so. Das Einzige, was halt ätzend ist, ist halt, also für Free-to-Play-Spieler ätzend, dass man beim Serverstart, oder je niedriger dein Level, desto härter lohnt sich Cashen. Wie in fast jedem Spiel. Das ist eigentlich in fast jedem Spiel so. Also bei einem Serverstart ist der Vorteil exorbitant, den du durchs Cashen erlangst, selbst durch kleine Beträge. Und vor allem im Low-Level. Aber ich rede jetzt ja von langfristig. Ja. Und wie gesagt, wenn jemand einfach deutlich weniger spielt, dann kann der eigentlich gefühlt jeden x-beliebigen Betrag aufladen im Monat. Ich meine, natürlich ab einer gewissen Summe nicht mehr, aber wer spielt 1 Stunde am Tag durchschnittlich und casht dann Hunderte bis Tausende Euro im Monat? Das ist schon ziemlich unrealistisch, das macht ja keiner. Also wenn du so viel Geld für etwas ausgibst, dann wirst du dich wahrscheinlich zwangsläufig damit relativ viel beschäftigen. Also vermutlich mehrere Stunden am Tag. Oder zumindest am Wochenende so, dass es dann auf auch mehrere Stunden pro Tag auf die Woche gerechnet kommt. Und das ist das, was keiner so erwähnt. Ich meine, gut, manche wissen es vielleicht auch nicht, aber einfach zu sagen, Flive is Pay to Win, ist zu wenig Kontext. Weil, ja, aber wenn du nicht genug spielst, dann verpufft dieses Geld, was du reingecasht hast, sofort wieder. Also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du nicht auch viel zockst, weil dieses Spiel, und deswegen nennt man es ja auch Hard Grind, dieses Spiel funktioniert nur, wenn du auch spielst. Einfach nur cashen bringt eigentlich gar nichts. Vor allem nicht langfristig, vor allem nicht, wenn du mal im Endgame angekommen bist. Als Free-to-Play-Spieler im Endgame kann man mehrere 100 Millionen am Tag machen, ohne dass man jetzt irgendwie 20 Stunden spielen muss. Ja, da reichen wenige Stunden. Und wenn der Typ, der viel reincasht, hat wie gesagt 1-2 Stunden weniger pro Tag spielt durchschnittlich, dann ist das Geld, was der reingecasht hat, überhaupt kein Vorteil mehr. Dann wird er sogar weit hinter dem Free-to-Play-Spieler sein, langfristig. Und das ist halt das, was dir keiner sagt. Also, je niedriger dein Charakter, je jünger der Server, desto heftiger ist der Vorteil durch Cashen. Aber immer langfristig gesehen zählt nur, wer die Zeit investiert und wer sie nicht investiert. Und das zählt im Endeffekt. Das Cashen ist dann nur noch so, ja, unterstützend eigentlich.
Also ich finde, es ist eigentlich grundsätzlich okay. Es gibt ein paar Sachen im Cash-Shop, die mir nicht gefallen. Und der Cash-Shop ist auch sehr teuer. Aber grundsätzlich ist es schon okay, so eigentlich, wie es ist. Also es könnte viel schlimmer sein, sagen wir es mal so. Es könnte auch besser sein, ja. Yeah. Besser geht eigentlich immer. Aber es gibt eigentlich nur wenige Sachen, wo ich persönlich sage, die sind eigentlich nicht okay. Mit Cash-Up, mit Pay-to-Win. Größtenteils passt das eigentlich schon so. Wie es ist. Sie müssten nicht allzu viel ändern, damit es objektiv kaum Pay-to-Win wäre. Außer beim Serverstart, wie gesagt, aber Serverstart, gut. Ich meine, irgendwie müssen sie ja Kohle machen, ne? Wenn der Serverstart nicht extrem attraktiv wäre zum Cashen, dann würden sich Serverstarts auch nicht lohnen. Also, ja. Wie macht man Endgame Geld und was ist Endgame? Schwer zu sagen, was Endgame genau ist. Also für mich würde ich sagen 166 plus. Ja, ich würde sagen 166 plus aktuell. Man könnte auch sagen 160. Also ob es jetzt 160, 65, 66 ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Aber ja, so in dem Bereich. Man könnte auch sagen 150 plus, weil mit 150 manche Charakter schon fast ihr letztes Equipment tragen können. Da kommt dann danach eigentlich nicht mehr wirklich was. Aber es trifft eigentlich nur auf AOE-Charakter zu. Und selbst die kriegen zumindest noch ein neues Set dann. Aber ja, eher 166. Exactly, fairly. Und wie man Geld macht, das kannst du dir selber aussuchen. Es ist eigentlich auch das Schöne an Flive. Es gibt zumindest im Endgame, zugegebenermaßen nicht in jedem Levelbereich, aber zumindest im Endgame kann man sich das eigentlich selber aussuchen. Du kannst tatsächlich momentan zumindest relativ viel Kohle machen, einfach nur mit Grinden. Monster töten im Endgame ist relativ profitabel. Also das klassische Leveln bringt erstaunlich viel Kohle. Das glaubt immer keiner, aber man kann am Tag, habe ich ja vorhin schon gesagt, man kann mehrere 100 Millionen einfach nur durch Leveln machen am Tag. Wenn man jeden Tag ein paar Stunden levelt. Oder über 100 Millionen auf jeden Fall. Penia. Was nicht wenig ist. Hat dabei sogar Potenzial, Items zu droppen, die mehrere Milliarden wert sind. Die Highest-Set-Teile. Und dann gibt es natürlich noch Dungeons, Solo-Dungeons, Gruppen-Dungeons. Das meiste davon ist halt nur im Endgame relevant. Aber man kann sich tatsächlich selber aussuchen. Dann gibt es noch Level-Service, andere Leute leveln für Geld. Also die Möglichkeiten, die Possibilities, die sind nahezu endlos tatsächlich.